Noch einmal wollen wir im Namen von Jesus uns versammeln und wir bitten dich, dass du uns Einsicht gibst über dein Reich, über deine Absichten und unsere Rolle. Lass etwas in unser Herzen geschehen, dass wir deine Instrumente sind auf dieser Erde, ein Segen zu sein, Licht und Salz, wie wir es heute Morgen gehört haben. Amen. Amen. Welcome, Jeff. Willkommen, Jeff. Thank you. Well, this morning we were talking about God using faithful minorities. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, dass Gott treue Minderheiten gebraucht. So this afternoon I want to tell a story that's not so well known. Und heute Nachmittag möchte ich eine Geschichte euch mitteilen, eine Geschichte, die eigentlich nicht so sehr bekannt ist. About people who were trying to follow Jesus in their vision for the future of Europe. Menschen, die versuchten, Jesus nachzufolgen in ihrer Perspektive und ihrer Vision für Europa. And actually it made a huge difference. Und es hat einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht für unser Kontinent. What I'm going to talk about is not a justification of where the EU is today. Was ich nicht beabsichtige, ist zu rechtfertigen, wo die EU heute ist und steht. But I'm talking about what actually got this movement started and with what end goal in mind. Aber mein Ziel ist es, euch einfach mitzuteilen, was hat eigentlich diese Bewegung in Bewegung gebracht und gestartet. If you are like me, you've heard many talks that describe the European project as a proud project of man against God's purposes. Wenn ihr vielleicht so geprägt seid wie ich, habt ihr vieles gehört darüber, dass die EU so ein stolzes Projekt von Menschen gemacht worden ist, um vielleicht sogar rebellisch gegenüber Gott und seine Absichten zu sein. But in our Pentecostal evangelical circles, aber in unseren pfingstlich, auch evangelikalen Kreisen, we're not very often stimulated to think about Europe. Sind wir nicht oft angehalten worden oder stimuliert gewesen, über Europa nachzudenken. Or even think about nations. Oder überhaupt über Nationen nachzudenken. Except in terms of missions, saving souls and planting Vielleicht churches. nur in dem Kontext und in dem Gesichtspunkt von Mission, dass Menschen Jesus finden und von ihm hören sollen. There's a Catholic historian. Es gibt einen katholischer Historiker. Who said the following. Er hat Folgendes gesagt. Catholics see woods, Protestants see trees. Er sagt, die Katholiken sehen den Wald, die Protestanten sehen die Bäume. And I would add, evangelicals and Pentecostals see branches. Und ich würde sagen, dass die Evangelikalen und die Pfingstler dann nur noch die Zweige sehen. You see, at the time of the Reformation, denn in der Zeit der Reformation we see the Landeskirchen beginning to emerge. Haben wir entdeckt, wie landeskirchliche Strukturen entstanden sind. So mainstream Protestant churches were national synods. Das heißt, die meisten nationalen Kirchen, beziehungsweise sie waren, they were national synods. Yeah, synodal churches. Also das waren Synoden und entweder evangelisch oder katholisch. But over the centuries, evangelical break-off churches began to emerge. Aber nach etlichen Jahrzehnten und Jahrhunderten sind natürlich evangelikale, freikirchliche Abzweigungen haben sich entwickelt, which were really focused on the local church. Die sich sehr stark fokussiert haben auf die also die örtliche Gemeinde. And they were not the Volkskirche. Sie waren nicht die Volkskirche. And so the evangelical mindset was much more focused on the local church. Die evangelikale Bewegung hat sich stark auf die lokale, örtliche Gemeinde The konzentriert. Landeskirche was on the whole nation. Und die Landeskirche hat sich für nationale Anliegen engagiert. But Catholics were thinking much more international, Und die Katholiken haben noch internationaler gedacht. Hence woods, trees, branches. Und deswegen der Wald, die Bäume und dann die Zweige. Now that has put us at a disadvantage. Das hat uns natürlich in einer Position von Nachteil
gestellt. When it comes to thinking about issues that are bigger than our own local church or Wenn wir also nation even. anfangen, darüber zu denken, über Dinge oder Themen, die größer sind als nur die Lokalgemeinde. We've not been really stimulated to think about Und wir sind nicht those geübt areas. und auch stimuliert gewesen, darüber nachzudenken. Now, my background is Baptist, Mein Hintergrund, ich komme aus dem baptistischen Hintergrund. and I was never encouraged really to think, well, what does God think about all these other spheres of life in my own church? In meiner Prägung bin ich nie da angehalten worden, über größere Themen, die über die Lokalgemeinde gingen, nachzudenken. And in 1990, 1990 war es, after the Berlin Wall came down, nachdem die Mauer fiel, I took on the role of European Director of Youth with a Mission. wurde ich der europäische Direktor für die gesamte Organisation Jugend mit einer Mission. I started looking around for men and women who were mothers and fathers in the Lord who had God's heart somehow for Europe. Und ich suchte jetzt Menschen, Mütter und Väter in Christus, die reifer waren und die ein Herz, Gottes Herz, in sich trugen für ganz Europa. I found very few people Und ich habe sehr wenige von solchen Leuten gefunden, that were even thinking beyond their own local church. die über diese örtlichen Grenzen hinausgedacht haben. Well, they had all sorts of strategies how to plant churches all over Europe. Sie hatten Strategien, wie wir jetzt überall in Europa jetzt Gemeinden gründen sollten. But thinking on a bigger picture, even political, Aber alles, was größer war, bis hin zu der politischen Ebene, we didn't seem to have any message. wir hatten eigentlich keine Botschaft. And I began to read about Catholics who were thinking on a much bigger scale. Und ich habe einfach entdeckt, die Katholiken denken breiter. And I began to discover very much biblical material there. Und ich habe dort auch sehr viel biblische Wahrheiten entdeckt. Now, Psalm 133 says, In Psalm 133 how steht es, pleasant it is for brothers to dwell together in unity. wie wunderschön ist es, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen wohnen und leben. If that's the case, Wenn das der Fall ist, how pleasant do you think it is for God if nations could dwell together in unity? und wie sehr wäre es auch etwas Schönes für Gott, wenn Nationen in dieser Einheit zusammenleben würden. There's one word that sums up God's goal in human history. Es gibt ein Wort, das Gottes Ziel für unsere Menschheit in der Geschichte It zusammenfasst. can't really be translated into German or English, Es kann nicht ganz eigentlich übersetzt werden ins Englische oder ins Deutsche, but it's the word shalom. aber es ist das hebräische Wort Shalom. And shalom means when everything has been restored to its original right relationship. Und Shalom bedeutet, wenn alles wiederhergestellt worden ist zu seinem ursprünglichen Zustand. It's right relatedness with God, Es ist diese rechte Beziehung zu Gott, with each other, die rechte Beziehung zueinander even internally with ourselves, und auch die Beziehung zu uns selber and with our environment. und mit unserer Umwelt. This is really what real shalom is. Denn das ist eigentlich, was Shalom, dieses Wort, abgreift. Dare we ever dream that the nations might live in shalom with each other? Würden wir es überhaupt wagen, dass die Nationen in diesem Shalom, Frieden, miteinander leben? And what could that look like? Und wenn wir es erträumen würden, wie würde das aussehen? Or what would shalom look like in Tolstead? Oder wie würde Shalom in Tosted aussehen? Right relationships, Die richtigen und aufrichtigen Healthy marriages. Beziehungen in Ehen, healthy families, gesunde Ehen, gesunde Familien a healthy city council, und ein gesundes Healthy Miteinander im communities. Stadtrat oder in einer Gemeinde. This is what shalom looks Das like. ist das, was Shalom eigentlich beabsichtigt. If Jesus was to become mayor of Tolstead, what would he change? Wenn Jesus der Bürgermeister von Tosted wäre, was würde er denn verändern? In other words, if the kingdom of God was to come here, how would it look like? Mit anderen Worten, wenn das Reich Gottes hier in Tosted Einkehr halten würde, wie würde das denn praktisch aussehen? This makes it very concrete. Und so wird es jetzt konkret. So I want to tell you the story So möchte ich euch diese Geschichte of some erzählen people who were dreaming about shalom for Europe. über einige Menschen, die geträumt haben über oder von Shalom unter den Nationen. When things were at their very worst. Und zwar in einer Phase, wo alles am schlimmsten war. So of course everybody knows who won the war. Jeder von euch, wie ihr seht, jeder weiß, wer den Krieg gewann.
But the question is, who won the shalom? Aber die Frage Or the ist, wer peace. gewann denn den Frieden? Now, peace didn't happen just because the guns fell silent. Because of what? When the guns stopped, when the Okay. shooting stopped. Frieden ist nicht entstanden einfach nur, weil nicht mehr geschossen wurde. Peace didn't happen. There was not a sense of wholesome society and right relatedness anywhere in Europe after the end of the war. Nachdem der Krieg vorbei war, war es ja nicht so, dass in ganz Europa irgendwie alles heil war und alles miteinander friedlich lebte. Now, in the Netherlands, where I live, You have to point it this way. can I point it that way? Yeah, I yeah, want to point okay, that. Yeah. Here's a scenario of the kind of thing when the Canadian troops came through in Holland. Hier haben wir ein Bild in den Niederlanden, wo die kanadischen Truppen einmarschiert sind bzw. befreit haben. And the soldiers gave out chocolates and cigarettes and kisses. Und die Soldaten haben Schokolade verteilt, ihr Küsse verteilt und what else? What was the other thing? Kisses? Yeah, chocolates, cigarettes. Und Zigaretten, ja. Yeah. And there was peace, Und jetzt ist Frieden da. but there was no shalom. Es war Frieden, aber kein I mean- Shalom. Here was Dresden, Und das ist Dresden. and the same thing in Berlin. Und das Gleiche es sah ähnlich in Berlin I was aus. just looking at photos of Cologne after the war. Und Köln sah auch ähnlich aus. All the way through, not only Germany, but Central Europe. Nicht nur Deutschland, sondern auch anderswo in And Zentraleuropa. the situation in Rotterdam was terrible. Und in Rotterdam war es auch ähnlich schlimm. This after the Blitzkrieg in 1940. Und das ist nach 1940. This was a statue by a French sculptor that they put up in Rotterdam. Das ist eine Skulptur von einem französischen Künstler. Die haben With a das great big hole in the middle. und man sah dann dieses große Loch genau in der Mitte. And the city had lost its heart. Und es soll ausdrücken, dass die Stadt ihr Herz And it verloren shows a hat. statue in anguish. Und es ist diese Statue von einfach Verzweiflung. But it represents not only Rotterdam, Und es repräsentiert nicht nur but it Rotterdam, represents the situation in Germany and many other countries after the war. sondern es beschreibt die Situation von Deutschland und andere Länder in Europa. Europe was suffering from a major case of post-trauma stress disorder. Und Europa litt an diesem posttraumatischen Stresssyndrom. And how do you rebuild society Und die after große that? Frage, wie baut man wieder eine gesamte Gesellschaft wieder auf? There was much hatred, Es gab sehr viel Hass much bitterness. und sehr viel Bitterkeit. Lives had been broken. Leben waren zerstört worden. Families had been broken. Familien waren zerstört worden. Marriages had been Und broken. Ehen sind have been auseinandergerissen broken. geworden. Und Städte sind auseinandergerissen And worden. peace just doesn't come because the Und fighting der has stopped. Friede, der kommt nicht einfach nur, weil nicht mehr geschossen wird. And I'm not sure about here in Germany, but I know in Holland, we don't think much about how bad the situation Ich was. weiß nicht, wie es in after Deutschland the war. heute ist, aber bei uns in Holland denken wir heutzutage nicht mehr so stark darüber, wie schlimm es damals nach dem Krieg war. And what it would take to rebuild Und was es eigentlich bedeuten würde, wieder etwas so aufzubauen, all was these zerstört shattered war. lives. Diese gesamten zerschellten Leben. And I'm sure you all have family stories that Und reflect the ihr habt brokenness of that sicherlich auch time. Familiengeschichten, die auch hier in diese Erzählung mit reinfließen können. And so we need to ask ourselves, who won the peace? Und deswegen ist die Frage auch berechtigt, wer hat den Frieden gewonnen? And how was this peace eventually built? Und wie ist dieser Friede zustande gekommen? Because we've enjoyed 70 years since then. Weil wir jetzt seitdem 70 Jahre vom Frieden auch erlebt haben. Now, it's not a nice, neat, tidy story. Und diese Geschichte ist jetzt nicht einfach so eine ganz glatte, schöne, saubere Geschichte. It's very messy. Und diese Geschichte hat auch ihre dunklen Seiten. But in my search to try to understand what actually happened, Aber in meiner Suche rauszufinden, was
dazu geführt hat, dass wir da sind, wo wir heute sind, it has brought me to the story of Robert Schumann. hat mich es zu diesem Mann Robert Schumann gebracht. Now, of course, Robert Schumann, everybody knows, was a composer, Natürlich wissen alle, dass Robert Schumann ein Komponist war, but not this one. aber das ist nicht der, That's Robert Schumann with two M's. sondern das ist der Robert Schumann mit 2 M's. He lived in an earlier century. Er hat natürlich in einem vorherigen Jahrhundert gelebt. So let's focus in on the story of this man for Wir a schauen little uns diesen Mann mal an. bit. After Bismarck invaded Alsace and Lorraine, took it over Als der Bismarck in 1870. in 1870, war das Frankreich? That's France, right? Yeah. Ja, in Frankreich einmarschiert ist. A number of Frenchmen decided to leave because they didn't want to live under Bismarck. Und so haben sich eine ganze Menge Franzosen entschieden, einfach ihr Land zu verlassen, weil sie nicht unter Bismarck leben wollten. One of them was the father of Robert Schumann. Und einer war der Vater von Robert Schumann. He was living in Metz. Er hat in Metz gewohnt And so he moved across to Luxembourg, und so ist er nach Luxemburg übergesiedelt married a girl from Luxembourg. und hat dort ein Mädchen geheiratet. Robert was the result. Und Robert war das Ergebnis von Robert's dieser father Ehe. died when he was still very young, when Robert was still very young. Roberts Vater starb, als er noch jung war. And so actually Robert, although he was born in Luxembourg, Obwohl Robert Schumann in Luxemburg geboren war, he had to be educated in Metz across the border. musste er seine Ausbildung und seine Bildung überhaupt in Metz, Actually got his education mainly in Germany, in Frankreich und dann später in Deutschland hat er seine Ausbildung genossen. Bonn, Berlin, In Munich. Bonn, in Berlin oder auch in München. He became a lawyer. Und er ist ein Rechtsanwalt In the geworden. First World War, he was called up to fight for Germany. Und im Ersten Weltkrieg ist er gerufen worden, gegen Deutschland zu kämpfen. He failed his medical. Er hat aber den medizinischen Test nicht bestanden. He only had a clerical job. Und so hat er einfach nur einen Bürojob gehabt. But after the war, he chose to become a Frenchman. Aber nach dem Krieg hat er sich entschieden, doch Franzose zu In werden. fact, he had to change his nationality 5 times during his life. In der Tat ist es so, dass er 5-mal seine Nationalität gewechselt hat. Luxembourgian, German, French, German, French. Ja, also es lief immer zwischen Luxemburg, Frankreich und Deutschland. And he was given the job as a lawyer Er hat einen Job bekommen als Anwalt of restoring all the laws in Alsace-Lorraine to French law. Und er sollte die Gesetze neu schreiben und im Elsass und in Lorraine. Yeah. And actually, until today, the laws there are a little bit different from the rest of France. Und because bis of him. zum heutigen Tag sind die Gesetze, die dort in diesem Landstrich herrschen, dass sie anders sind als in dem Rest von Frankreich. He was a very strong believer, Er war a devout Catholic. Er war ein Katholik, ein frommer Katholik, ein Tiefgläubiger. And he began to learn about the Catholic social teaching. Und so fing er an, auch zu lernen aus dieser Sicht des katholischen Denkens auch für die gesamte Gesellschaft. That was rested on 2 pillars. Und die 2 Säulen, auf der dieses Denken gestützt war, One was that every human being is created in the image of God. die eine Säule ist, dass jeder Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen worden And this ist. gives dignity to all, Und deswegen gibt es auch die Würde des Menschen zu jedem. not just Germans, but French, Nicht nur Deutsche, aber auch and Franzosen. all nationalities. Alle Nationalitäten haben und besitzen diese Würde. A second pillar Und die was zweite Säule, choosing the common good of the whole. indem man das Gemeinwohl sucht, damit es allen gut geht. Not just seeking your own self-interest. Nicht nur die Interessen für einen selber, sondern für alle. Now, this was to have long-term consequences in his thinking. Und diese 2 Säulen, diese 2 Gedankengänge hatten sehr starke Ausprägung in seinem Leben. That led to 2 other concepts, words that are very much part of the language of the EU today. Und das führte wiederum zu Worten oder Begriffen, die sehr stark Teil unseres europäischen Denkens und Vokabulars sind. One's a rather complicated word, Das eine ist ein bisschen kompliziert. subsidiarity. Subsidiarität in Dutch. Ja, Subsidiarity oder was auch immer. Betty, And what does that mean? nochmal, Betty sagt.
Okay, was bedeutet das? Explain what it means. That's Yeah, what it means is that decisions that can be taken locally should be taken locally. Und zwar, was hinter diesem Wort steckt, ist, dass Entscheidungen, die für die örtliche Situation getätigt werden sollen, sollten für die örtliche Situation getätigt werden. Only issues that affect the whole should be made at the top level. Und die Gesetze, die Entscheidungen, die für alle gelten und beeinflussen, sollten zentraler entschieden werden. There is a moral principle. Das war so ein moralisches Prinzip. It's wrong to steal people's responsibilities. Es ist nicht richtig, dass man die Verantwortung von Menschen stehlt oder von ihnen wegnimmt. So that's one that comes out of the dignity of human beings. Und das stammt aus dieser Säule, die Würde des Menschen. It's wrong for governments to amass all the power at the center. Es ist falsch, wenn Regierungen die ganze Macht an sich ziehen und alles entscheiden. The other principle that came from seeking the common good Und die andere Auswirkung, die aus dieser anderen Säule kommt, wo es um das Gemeinwohl geht, was the idea of solidarity. da ging es um das Wort und den Begriff Solidarität. Instead of just looking up for our local interests, we show solidarity Wir for sind the whole. also nicht nur darauf big aus, picture. unsere eigenen Interessen auf örtlicher Ebene nur durchzusetzen, sondern wir sehen das Gesamte und wollen dort uns auch engagieren. So Schumann was very influenced by this kind of thinking that he saw came straight out of the Bible. Und Robert Schumann ist sehr stark durch diese Gedanken geprägt worden, die aus der Bibel stammten. And he actually was considering becoming a priest. Er wollte eigentlich Priester werden, But somebody challenged him and said, aber jemand hat ihn dann herausgefordert. you need to stay in law. Du musst in diesem Bereich des Juras oder des In fact, you Juristik should go into bleiben politics. und You should go into politics. Und dann solltest du eigentlich das gebrauchen, um in die Politik zu gehen. Because the next generation of saints are going to be wearing suits. Weil die nächste Generation von Gläubigen werden Anzüge anhaben. And So ist es so gewesen, dass when Germany invaded France in the Second World War, als im Zweiten Weltkrieg Deutschland Frankreich besetzte, Schumann was already part of the National Parliament. war Robert Schumann schon Teil des nationalen Bundesversammlung. He refused to join the puppet government, Er hat sich entschieden, nicht Teil der öffentlichen Regierung zu and so werden. the Gestapo saw that he would be a big threat. Und so hat die Gestapo, Geheimpolizei, entschieden oder gesagt, dass er eine Bedrohung He darstellt. was a man of integrity Er war ein Mann der Integrität who was not prepared to who was not afraid to speak out. und er hatte auch er hatte Mut, auch sich gegen Sachen zu stellen. And so he was the first of the MPs to be arrested and put away in solitary confinement. Und so war er der erste von den ganzen Mitgliedern des Parlaments, die verhaftet wurden und dann im Einzelhaft weggesteckt He wurden. was taken to Neustadt. Er wurde nach Neustadt And- verfrachtet He spent 7 months in solitary confinement. und hat dort in Einzelhaft 7 Monate verbracht. But he was a man of prayer and he knew what to do with solitary Er war ein confinement. Mann des Gebets und er wusste, was man macht, wenn man alleine ist. And when the Gestapo saw that that wasn't going to break him, Und als sie gesehen haben, dass Einzelhaft ihn nicht zerbrechen würde, they tried to woo him. so haben sie ihn dann gelockt mit etwas anderem. They put him under house arrest, gave him Dann some haben more sie freedom. einfach ihm ein bisschen mehr Freiheit gegeben, zwar unter Hausarrest. He was even allowed to go to the library. Er durfte sogar in die Bibliothek gehen. And he would go down to the library Und so ist er dann oft zu dieser Bibliothek and read the gegangen newspapers. und hat die Nachrichten gelesen, die And Zeitungen. he quickly came to the conclusion that Nazi Germany could not sustain the war. Und er ist sehr schnell zu dem Schluss gekommen, dass Nazi-Deutschland nicht sustainable, Do some hate? also ist nicht Do some? tragfähig, Okay. And then langfristig tragfähig. the SS officer that was constantly meeting with him, trying to get to him, they just wanted an article from him, something that they could use his name. Und der SS-Offizier, der abgestellt war, um irgendwie auf ihn aufzupassen und ihn zu beeinflussen,
he would boast about what they were doing to the Jews. Und er hat dann Robert Schuman gegenüber einfach geprahlt, was die gerade den Juden antaten. And Schuman thought, I must escape, I must get this information out. Und dann hat Robert Schuman gesagt, ich muss hier weg, ich muss wirklich fliehen, um diese Information anderen mitzuteilen und öffentlich zu machen. One night, disguised as a nun, he escaped. Und so hat er sich als Nonne verkleidet und ist dann tatsächlich entkommen. And they put a huge price on his head. They Und sie wanted him haben back. eine große Belohnung auf seinem Kopf gesetzt. But he managed to find his way 700 kilometers into the south of France. Und dann ist er aber auch auf der Flucht 700 Kilometer durch den Süden von Frankreich unterwegs gewesen. Where he then was able to get his knowledge of the situation in Germany out to the west. Und so hat er dann die Informationen, die er bekommen hat über die Judenvernichtung, dann öffentlich gemacht, gerade in der westlichen Welt. A little while ago, I had lunch with a journalist who knew Robert Schuman. Vor einiger Zeit hatte ich ein Mittagessen mit einem Journalisten, der Robert Schuman kannte. This journalist is now very old, Dieser Journalist ist jetzt sehr alt. but he said, I remember seeing notes from Schuman that he smuggled out from his time in Neustadt. Und er sagte, ich habe aber einige Notizblätter schon in die Hand gehabt und gesehen, die Robert Schuman damals aus diesem Gefängnis mit rausgenommen hat. To the French underground Und resistance. die er dann der französischen Untergrundorganisation veröffentlichte. And he was saying this, Und er sagte Folgendes: we French will have to learn to forgive and love the Germans Wir Franzosen werden die Deutschen vergeben und lieben lernen müssen, in order to rebuild Europe after the war. um Europa nach dem Krieg wieder aufzubauen. Now, that is really remarkable when you are a prisoner of the Gestapo. Das ist natürlich sehr, sehr bemerkenswert, wenn du ein Gefangener der SS bist. And when Schuman escaped Und nachdem Schuman entkommen war and began to say the same thing in southern France, und auch genau diesen Ausspruch dann in Südfrankreich den Franzosen so auch many of the French were mitgeteilt hat, angry with him. die Franzosen waren ärgerlich. That sounded like treachery Das hörte sich an wie Verrat, because they hated the Germans. weil sie haben die Deutschen gehasst. But he was saying, no, we will have to learn to love. Nein, und er hat gesagt, wir werden lernen müssen zu lieben. And de Gaulle certainly didn't like what he was saying. Und de Gaulle, der war derjenige, der sagte, der absolut nicht De damit Gaulle said, come and einverstanden join war. me in London. Und de Gaulle hat gesagt, dann komm nach London und wir reden miteinander. But Schuman saw, no, the future of Europe cannot rest on the kind of nationalism that de Gaulle represented. Aber Schuman sagte, dass die Zukunft Europas und auch Frankreichs nicht auf diese Gesinnung des Nationalismus, den de Gaulle verkörperte, dass es darauf ruht. And so he spent his time studying and thinking, how can we rebuild Europe Und once so the hat war is Schuman over? mehr und mehr nachgedacht und studiert, wie können wir Europa nach dem Krieg wieder aufbauen. And he would ask himself, how are we going to break this syndrome, this cycle of violence and vengeance? Und er hat die Frage gestellt, wie werden wir diesen Zyklus von Gewalt und Rache durchbrechen? Germany and France were always going to war and dragging in other nations with Deutschland them. und Frankreich waren immer im Krieg miteinander und haben andere Länder mit reingezogen. The idea of the nation states that were competing against each other was Und diese- always leading to war. Diese Idee von den Nationalstaaten, die immer wieder Kämpfe miteinander hatten, hat zu diesem großen Krieg geführt. And nationalism had failed. Und Nationalismus hat versagt. And he said that the roots of true democracy actually came from Christ's teachings. Und er sagt, dass die wahren Wurzeln von Demokratie aus den Lehren von Jesus stammten. The principle of equality, Das Prinzip der Gleichheit, of brotherly love, der Nächstenliebe individual freedom, oder auch individuelle Freiheit respect for the rights of the individual. oder Respekt für die Rechte des Einzelnen. These had their roots in the Bible, Diese haben ihre Wurzeln in der Bibel, not just in a humanistic understanding of human nicht beings. in einem humanistischen Verständnis der Bibel. Now, here's a statement that was quite shocking. Und hier ist noch ein
ein Zitat, das wirklich erschreckend ist. Especially today. Vor allen Dingen heute. Democracy will either be Christian or it will not be. Demokratie wird entweder eine christliche sein oder sie wird nicht sein. An anti-Christian democracy will be a parody which will sink into tyranny or anarchy. Und eine antichristliche Demokratie wird eine Parodie sein, die entweder in Tyrannei oder Anarchie versinken wird. I think if Angela Merkel or Martin Schulz were to make a statement like this today, it would create a huge furor in the press. Sollte Angela Merkel sowas sagen oder Martin Schulz, da würde natürlich in der Presse ein Riesenfuror sein. But this was certainly what Robert Schuman understood. Das ist aber auf jeden Fall das, was Robert Schuman verstand und gesagt hat. Loving your neighbor as yourself, he said, was a democratic Deine Nächsten principle. zu lieben wie dich selbst, das ist ein demokratisches Prinzip. And we all understand, yes, that's what Jesus said. Und wir wissen, dass das, oder wir würden auch bejahen, das ist genau das, was Jesus gesagt But hat. what if we interpret it to say loving your neighbor nation as your own? Aber die Frage ist, was ist, wenn man das dann überträgt auf Nationen und nicht Wow, der that's- einzelne Nachbar? That's pretty radical. Das ist natürlich sehr radikal. But this is what Schuman understood, was the Aber teachings so of hat Jesus. Schumann auch diese Bibelworte verstanden. It meant being prepared to serve and love neighboring peoples. Es bedeutete, bereit zu sein, Nachbarstaaten oder Nachbarvölker zu lieben und zu dienen. It certainly wasn't Deutschland über alles, Es war auf keinen Fall der Begriff von Deutschland über alles or let's make America great again. oder lass uns Amerika groß wieder machen. And it was very radical in his own day. Es war schon damals sehr radikal. The universal law of love and charity. Yeah. I forgot to translate. Yeah, that. okay, let's try and translate it now. Das universelle Gesetz von Liebe und Großzügigkeit hat jeden Menschen zu unserem Nachbar gemacht. Yeah. So no race or nation could claim to be better than others. in Keine God's eyes. Rasse, keine Nation kann für sich behaupten, besser zu sein als die andere. So this had implications for international politics. So hatte das eine Auswirkung auf internationale Politik. If Christianity taught that we were children of the same God, Wenn das Christentum lehrt, dass wir Kinder Gottes sind, regardless of our race, our color, and so on, egal welche Rasse, welche Hautfarbe, welchen gesellschaftlichen Stand wir then haben, states should also be treated as so equals. sollten auch die einzelnen Staaten als gleichwertig behandelt werden. That meant that forgiveness and reconciliation, Das bedeutet, dass Vergebung und Versöhnung even with those presently seen as the enemy, sogar denen gegenüber, die gerade jetzt in den Augen der einzelnen Feinde waren, were Christian imperatives. dass das Gesetzmäßigkeiten waren, wie Christen zu handeln haben. For him, Europe Für was rooted in Schumann Christian values. war Europa eine Gemeinschaft der Völker, tief in christlichen Grundwerten verwurzelt. And cut off from these roots, Und indem man Europa von diesen Wurzeln abschneidet, Europe would lose the foundations for equality, würde Europa die Grundlagen verlieren. for human dignity, Für die Würde des Menschen, for tolerance, für Toleranz, for compassion. für Barmherzigkeit. Of course, the French Revolution talked about equality, Natürlich hat die französische Revolution diese Schlagworte gehabt. Fraternity. Gleichheit und Brüderlichkeit and liberty. und Freiheit. But can you have brotherhood if you don't start with fatherhood? Aber kann man eine Bruderschaft haben, wenn man keine Vaterschaft hat? And can you have equality Und kann man Gleichheit haben, if we are the products of a godless, materialistic evolution wenn wir nur die Produkte einer nicht göttlichen, evolutionären Ergebnis und Prozesses sind? that only encourages the survival of the fittest? Das letztendlich sein Prinzip hat, dass das Stärkere oder der Stärkere gewinnt. There's no equality there. Da gibt es keine Gleichheit. So when you take God out of the picture, Wenn du also Gott aus dieser Gleichung you rausnimmst take the image of God in every human being out of the picture, und du nimmst
das Ebenbild von Gott in jedem Einzelnen raus aus dieser Gleichheit. There's no place really for equality Da gibt es doch keinen Raum und keine Möglichkeit für Gleichheit or for compassion. oder für Barmherzigkeit. And Nietzsche saw Christianity as being a soft, wimpy religion. Und Friedrich Nietzsche war es, der das Christentum eigentlich so als geschwächtes oder ein schwaches Abbild oder eine schwache Lebensphilosophie gesehen hat, nur die schwach sind. For weaklings. Für die Schwachen. And that's why Hitler very much was attracted to Und Nietzsche's deswegen ideas. hat Hitler seine Philosophie übernommen für die Sicht des Stärkeren. You see, we as Christians need to understand how much the Bible has shaped these concepts. Wir müssen als Christen einfach verstehen, wie sehr die Bibel auch all unsere Grundwerte so stark beeinflusst hat. And why secular thinkers who love to talk about equality and brotherhood and so on Und dass Menschen, die ohne Gott leben, säkulare Denker, die auch gerne über solche Begriffe wie Gleichheit und Brüderlichkeit sprechen, but are not prepared to recognize where those ideas really came aber from. nicht bereit sind zuzugeben, wo diese Ideen und diese Werte herstammen, Are like squatters in a house, as we sind talked about wie this morning. Hausbesetzer, die sich einfach reingesetzt haben in etwas, was schon vorhanden war. Actually talking about tolerance here. Wenn wir schon über das Wort, über den Begriff Toleranz We sprechen, say, well, this was one of the values that came out of the Enlightenment. du sagst vielleicht, ja, das ist doch einer dieser Werte, die aus der die was? Aufklärung entstammte. And humanists love to talk about how their champion Erasmus was the champion of tolerance. Und säkulare Denker sind sehr schnell dabei, Erasmus hervorzuheben, der auch gerade dieses Prinzip der Toleranz hervorhebt. You've heard that name, Erasmus. Ihr habt diesen Namen Erasmus schon mal Same time gehört. as Luther. Der gleiche Zeit als Luther Considered the gelebt hat. greatest scholar in Europe. Einer der größten oder intelligentesten And the humanists claim him as one of them. Menschen in der damaligen Zeit. Und die Humanisten haben ihn sehr als ihr Zugpferd anerkannt. They hijack Erasmus. Sie haben aber eigentlich Erasmus nur, bitte? He was a man who loved the word of God. Er war aber einer, der das Wort Gottes liebte. And he told his generation we need to return to the roots. That is the gospel, the letters in Und the early er war church. es eigentlich, der seine Generation immer wieder predigt, wir müssen zurück zu den Wurzeln, wo wir herkommen. And his understanding of tolerance Und sein Verständnis von Toleranz came from the parable we talked about this morning kam aus diesem Gleichnis, von dem wir heute Morgen of gehört the haben. wheat and the tares. Vom Weizen und vom Unkraut. He said the Catholic Church should not be burning heretics. Und er sagte, die katholische Kirche, sie sollte diese Ketzer nicht verbrennen. Wait until the harvest time. Lasst uns doch warten, wenn es Zeit für die Frucht ist. But of course today the academic world doesn't recognize where these ideas really came from. Aber die akademische Welt entdeckt nicht eigentlich oder erkennt nicht an, wo diese Ideen ursprünglich stammen. And so all of what we've been talking about so far Also alles, was wir jetzt gerade behandelt haben, led Schumann to have this dream for Europe. Führte dazu, dass Robert Schumann diesen Traum in sich trug. To become a community of people Dass Europa eine Gemeinschaft der Völker wird, deeply rooted in Christian values. tief in den christlichen Grundwerten verwurzelt. And this is the dream that he developed while he was still there hiding underground towards the end of the Second World War, even after the Germans had occupied southern France. Und das war der Traum, den er in sich trug und für das er auch gearbeitet hat, als er noch mitten im Zweiten Weltkrieg lebte. Now, towards the end of the war, Also zum Ende des Krieges dann, we see, you've all seen these photos of these three men, Churchill, Roosevelt and Stalin, meeting ihr habt diese together in Bilder ja Yalta. schon mal gesehen, Churchill, Roosevelt und Stalin. When the British influence was waning, Der britische Einfluss verblasste schon langsam. it was obvious the war was going to end soon. Es war klar, dass der Krieg irgendwann mal zu Ende kommen würde. And it was here that they decided on the fate of Europe. Und es war hier, als sie die Entscheidung getroffen haben, wie sieht
die Zukunft Europas And it aus. was a year after the end of the war Und es war ein Jahr nach Ende des Krieges, when Winston Churchill als Winston Churchill declared, Folgendes sagte. here in this was a speech he gave in actually in America, Das ist eine Rede, die er gehalten hat in Amerika. Und er sagte, that from the Baltic to Trieste, von der Ostsee bis nach Triest, also Atlantik, an iron curtain had fallen across the continent. ein eiserner Vorhang nun gefallen ist. And it was this situation Und es war in dieser Situation dann, after the war, nach dem Krieg, which was a situation of great fear and uncertainty. das war eine Zeit, wo es sehr viel Angst und Furcht gab und auch sehr viel Unsicherheit. Not just for Germany, Nicht nur für Deutschland, but for France and Italy and Spain. sondern auch für Frankreich, für Spanien, für Italien. As the communists tried to infiltrate all the trade unions, Als die Kommunisten versuchten, all die Gewerkschaften zu infiltrieren and tried to cripple the new democracies at their start. und die versucht haben, die neue entstandene Demokratien wieder nichtig zu machen. Some of you will be able to remember the Berlin airlift. Einige von euch wissen um die Luftbrücke nach Berlin. When planes were taking off every minute from Frankfurt to bring supplies Als in Frankfurt die Flieger to Berlin. abgehoben haben, um Berlin zu versorgen, And it das looked like abgeschnitten war. the world was going to go to war again. Und man dachte, jetzt geht die Welt wieder in den Krieg. Meanwhile, Germany was trying to rebuild itself. Und währenddessen versuchte Deutschland sich wieder aufzubauen. The women were involved in bucket brigades, just clearing away the Und die rubble. ganzen Trümmerfrauen haben mitgeholfen, damit die Städte wieder aufgebaut It was a wurden. time of great despair. Es war eine Zeit der großen Verzweiflung. And nobody knew really what the next year was going to bring. Und keiner wusste wirklich, was das nächste Jahr bringen And würde. this was the time where actually Robert Schuman was prime minister for a short while. Und für eine kurze Zeit war Robert Schuman schon der Premierminister in Frankreich. Now, it was in this time, about 1948, Und es war in dieser Nachkriegszeit 1948, when on a train journey he talked to a businessman als er auf einer Zugreise ins Gespräch kam mit einem Geschäftsmann, who told him about something remarkable that was happening in the north of France. der ihm ein bisschen etwas erzählte von etwas, was gerade passierte in Nordfrankreich. A reconciliation between the workers and the management in the coal mines. Und er hat davon gesprochen, wie eine Versöhnungsbewegung entstanden ist zwischen den Chefs von Firmen und die Arbeiter und innerhalb der Gewerkschaften. Because after some of the trade union leaders and the management had gone to a conference in Switzerland. Und das geschah, nachdem Führungspersönlichkeiten aus diesen unterschiedlichen Lagern zu einem Kongress, zu einer Konferenz in Frankreich teilgenommen haben. Where some real forgiveness and reconciliation had Wo taken wahre place. Vergebung und Versöhnung stattgefunden hat. And Robert Schuman wanted to know more about this. Und Robert Schuman wollte mehr davon wissen. And he asked, well, how can I find out more? Und er sagte, wie kann ich da mehr von wissen? How can I find the leader of this Und wie conference? kann ich in Kontakt kommen mit demjenigen, der das initiiert hat? Well, let's take a 10-minute break. Wir machen jetzt eine 10-minütige Pause. We'll come back and we'll find out about this movement that had such an influence on both Schuman and Adenauer. Wir wollen dann zurückkommen und herausfinden, was für eine Beeinflussung das jetzt gehabt hat, diese Bewegung auf Schuman und That Adenauer, was going to give them a basis for personal reconciliation and forgiveness. was ihnen dann wiederum die persönliche Basis gegeben hat, um tatsächlich versöhnt miteinander zu leben. Okay, 10 minutes. Ja, 10 Minuten.